Benvenuti al Science Afternoon. Sul tema dell'integrità scientifica abbiamo oggi un podio polyglotto. Heute haben wir ein mehrsprachiges Podium. Auf diesem Podium spricht jeder seine Sprache, chacun par sa langue sur ce podium. Je vous présente Lucy Stoss. Ich stelle Ihnen Lucy Stoss, meine Co-Moderatorin, vor. Lucy received questions in all languages in the chat, and she will tell us what you want to know of us. Diese Sendung wird auf Livestream und auf YouTube aufgenommen. Ihr könnt sie auch später nochmal anschauen. Wir haben heute einen historischen Augenblick. Seit der Veröffentlichung der Grundsätze und Verfahrensregeln zur wissenschaftlichen Integrität durch die Akademien der Wissenschaften Schweiz im Jahr 2008 hat sich das wissenschaftliche Umfeld erheblich verändert. Seit 2,5 Jahren hat eine Expertengruppe mit Vertreterinnen und Vertretern der Akademien der Wissenschaften Schweiz, des Schweizerischen Nationalfonds, von Swissuniversities und innosuisse die neuesten Erkenntnisse zu einem Kodex zur wissenschaftlichen Integrität zusammengebündelt. Wir danken hier an dieser Gelegenheit diesen Vertreterinnen und Vertretern und vor allem auch den Geschäftsstellen, die hier mitgearbeitet haben. Im Moment gehen die Aufnahmeverfahren in die letzte Runde. Wir erwarten noch die formelle Zustimmung von Swissuniversities und befinden uns so also gerade auf der Zielgerade. Nous nous trouvons presque au but. Il est temps de parler sur le code d'intégrité scientifique avec les représentants des institutions de l'éducation, de la recherche et de l'innovation. Auf meinem Podium ist der Vorsitzende der Expertengruppe Wissenschaftliche Integrität, Ed Constable. Vielleicht kannst du schnell winken. Ed Constable war Vizerektor Forschung der Uni Basel. Er ist Chemiker. Er vertritt die Swissuniversities auch auf europäischer Ebene in der EUA im Bereich Doctoral Education. Willkommen, Ed, dass du hier bist. Vielen Dank. Dann Luciana Vaccaro, wir kennen sie alle. Sie ist Rektorin der Haute École Spécialisée de Suisse Occidentale. Sie ist aber gleichzeitig auch Vizepräsidentin von innosuisse und sie wird eine wichtige Rolle spielen bei Swissuniversities. Wir haben es gelesen. Willkommen, schön, dass du da bist. Luciana Vaccaro ist Physikerin. Dann Yves Flückiger, vielleicht können Sie auch schnell winken. Danke. Er ist Rector der Universität Genf, meiner Alma Mater. Er hat Wirtschaft studiert und sich in Arbeit in der dans l'économie du travail s'est spécialisé. Il est président de Swissuniversities. Bienvenue, Yves Flückiger. Dann Regina Aebi, Prorektorin Personal und Professuren, ordentliche Professorin für Privatrechts- und Privatrechtsvergleichung, Vizepräsidentin der Kommission für Integrität im SNF und Mitglied unserer Expertengruppe Integrität. Auch Ihnen vielen Dank, dass Sie da sind. Und Vanessa Wood is Professor and Head of the Institute for Electronic Materials and Devices. She is Vice President for Knowledge Transfer and Corporate Relations of the ETH Zurich. Thank you for being with us, Vanessa Wood. And we just go to our first questions. Ed Constable, was ist wissenschaftliche Integrität? Das ist eine ganz einfache Frage und auch eine Frage mit so viel Komplexitäten, dass man sicher nicht eine Einsatzantwort geben können. Aber es ist, was wir erwarten als Best Practice für die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen in der Schweiz. Es ist
etwas, das nicht zeitunabhängig ist. Und ich werde vielleicht ein Beispiel später geben. Aber es ist wirklich ein Spiegelbild der Best Practice weltweit. Und es betrifft im Endeffekt Respekt. Respekt für Fakten, Respekt für Kollegen und Kolleginnen und Respekt fürs Umgebung und Respekt fürs Disziplin. Also wir haben jetzt hier einen ersten Hinweis erhalten, was wissenschaftliche Integrität inhaltlich ist. Wir haben auch festgestellt, zum Beispiel, wenn ich mich zurückerinnere, ganz am Anfang meiner Karriere habe ich für die Verfassungskommission des Kantons Bern gearbeitet. Und dort haben wir eigentlich das Problem gehabt, wir hatten unsere Regierungsstatthalter. Und diese Regierungsstatthalter, die waren gleichzeitig Untersuchungsrichter, Verwaltungsbeamte und sie waren aber auch dann Staatsanwälte im ersten Verfahren. Und da hat man dann gemerkt, irgendeinmal, obwohl die so bewährt waren im Kanton Bern, man muss dieses Verfahren auseinandernehmen. Und deshalb hat diese Expertengruppe sich auch mit Verfahren befasst. Auch an den Universitäten hat man häufig einfach gewisse Anlaufstellen gehabt, aber nicht wahnsinnig ausdifferenzierte Verfahren. Regina Aebi-Müller, was können Sie uns über das Verfahren erzählen, das nun im neuen Kodex verankert ist? Vielen Dank. Ich glaube, wichtig ist zunächst einmal klarzustellen, der Kodex schreibt nicht ein bestimmtes Verfahren vor. Das war nie die Idee der Expertengruppe, das könnten wir auch gar nicht, aber es gibt Empfehlungen, die zu Handlungssicherheit führen sollen. Es gibt ja ganz, ganz viele Institutionen, die bereits Verfahren haben für Integritätsverletzungen. Vielleicht kann man anhand des Kodex überprüfen, ob es hier Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Diejenigen Institutionen, die noch kein Verfahren etabliert haben, erhalten Hinweise dazu, wie man das gut machen könnte. Es geht also letztlich um Empfehlungen an die Institutionen und uns war und ist immer bewusst gewesen, auch als Expertengruppe, dass die Institutionen natürlich auch ihre Rahmenbedingungen beachten müssen. In Luzern beispielsweise wäre es das Luzerner Verwaltungsrechtspflegegesetz, das vorschreibt, dass Verfahren in deutscher Sprache zu führen sind. Das ist nicht immer so praktisch im internationalen Kontext, aber das sind so Dinge, da haben wir verbindliche Vorgaben. Aber ich glaube, das Verfahren im Kodex hilft, um wesentliche Grundprinzipien wie rechtliches Gehör oder eben auch Gewaltenteilung, wie Sie es vorhin angesprochen haben, dass man die mit berücksichtigt, wenn man ein Verfahren organisiert. Also dann wäre künftig es nicht mehr so eine gute Idee, dass die Person, die quasi vermittelt zwischen Streitenden, dann auch ein Urteil fällt. Genau, also die Idee des Kodex ist, dass wir eine Beratungs- und Vermittlungsinstanz haben, die separiert ist und die völlig unabhängig arbeitet dann von einer untersuchenden und entscheidenden Instanz, sodass man auch mit Bezug auf die Vertraulichkeit bei der Ermittlung eigentlich noch einmal von vorne beginnen kann und auch als involvierte Person, ich denke zum Beispiel an Nachwuchswissenschaftler, nicht von Anfang an schon in ein formelles Verfahren hineingedrängt wird. Okay, dann hat man so die Chance, zuerst mal schauen, wo klemmt es und wenn es dann gar nicht zu einer Einigung kommt, kommt dann ein separater Schritt. Sehr interessant. Dann möchte ich gerne von Luciana Vaccaro hören, Sie hatten ganz besondere Berührungspunkte zu diesem Kodex. Oui, tout d'abord, buongiorno a tutti, parce que si era detto che ognuno parlava la sua lingua, allora je fais au moins les salutations dans ma langue. Ce que je veux dire, c'est que pour l'HSSO et en général pour les HES, c'était vraiment un besoin d'avoir un point de départ. Disons, la question de l'intégrité scientifique touche tous les domaines. Les HES, l'intégrité n'est pas différente dans une HES ou dans une université. Mais étant des institutions beaucoup plus jeunes, la conscience de l'intégrité était beaucoup moindre et surtout une notion généralisée. Donc, moi, j'ai vraiment appelé de tous mes voeux
ce codex qui soit vraiment une référence commune, un common understanding, de dire, OK, ça c'est notre référence. Après, chaque institution pourra la décliner, mais c'est quelque chose qui nous unit en termes de vision au sein des institutions suisses, donc de Swissuniversities. Sehr schön. Also Luciana Vaccaro weist darauf hin, dass sie ein besonderes Bedürfnis hatte als Rektorin einer Fachhochschule, aber auch als Vertreterin von Fachhochschulen, dass man einen guten Referenzpunkt hat. Die Fachhochschulen sind jung und sie sind Teil dieses gesamten Feldes von Bildung, Forschung und Innovation. Yves Flückiger, où étaient vos points de référence avec l'intégrité scientifique? Et je pense effectivement, d'abord, bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir d'être avec vous ce midi. Tout d'abord, je pense qu'il y a effectivement une action qui doit commencer très tôt avec les étudiants. Il y a un travail de sensibilisation à la thématique de l'intégrité scientifique qui doit commencer dès le début des études universitaires et peut-être même avant que les étudiants arrivent à l'université ou dans les hautes écoles. Ensuite, il y a vraiment un travail de prévention qui doit être mené avant d'arriver à évidemment des situations qui sont beaucoup plus douloureuses, qui sont des situations où on doit prendre des sanctions. Ça arrive malheureusement, mais c'est évidemment extrêmement important que ces sanctions soient crédibles de telle manière à ce que les gens sachent qu'ils doivent suivre ces recommandations, ces prescriptions pour éviter des situations qui sont fondamentalement des risques d'image pour l'institution. Donc, c'est très important que l'ensemble de l'institution puisse mettre en place des directives, des codes très clairs pour qu'il n'y ait aucun doute sur la volonté de l'institution de respecter cette intégrité scientifique. Puis après, évidemment, il faut aussi éviter des risques personnels qui sont souvent, quand on arrive à des sanctions, des situations qui peuvent aussi être très douloureuses pour les carrières des uns et des autres. C'est donc très important qu'on puisse le faire de cette manière. Très récemment, l'Université de Genève a pris un certain nombre de mesures de directives nouvelles, en particulier des directives de conflit d'intérêts, que l'on retrouve malheureusement parfois dans des commissions de nomination. Nous avons aussi imposé maintenant le vote à bulletin secret dans les commissions de nomination, dans les commissions de renouvellement. C'est aussi une manière effectivement de faire respecter les questions d'intégrité. Puis évidemment, comme toutes les autres universités, hautes écoles du pays, des questions sur le sponsoring qui de plus en plus deviennent importantes pour toutes nos hautes écoles. Et là aussi, il faut prendre des mesures extrêmement claires de transparence, mais aussi des chartes en matière de donation. Voilà ce que je pourrais dire. Malheureusement, effectivement, nous avons eu des cas qui ont touché finalement l'ensemble des domaines qui sont mentionnés dans le excellent document qui a été préparé par l'Académie suisse, où on a toute une série de questions qui touchent l'intégrité scientifique et qui ont été malheureusement observées à Genève comme dans toutes les hautes écoles suisses, j'imagine. Vielen Dank, Yves Flückiger. Sie haben uns gerade darauf hingewiesen, wissenschaftliche Integrität hat viele Facetten. Wirtschaftliche Zusammenarbeit, Sponsoring, aber auch Nominationen, Betreuungsverhältnisse. Vielen Dank für diesen Überblick. Nun möchte ich noch gerne von Frau Vanessa Wood hören. Welches waren Ihre Berührungspunkte zur wissenschaftlichen Integrität oder sind Ihre Berührungspunkte? Yeah, thanks. First of all, hi everyone. So I think it's important when we think about scientific misconduct and scientific integrity is to think about really the integrity part. It's a code of honor that we should all follow, and this starts, as we heard from the others already on the panel, it really starts with the beginning, even before education at a university or a school of higher education. And I think this is something that we have to underlie as values, this aspect of respect that Ed Constable mentioned is key. And so I think, as a student, I've been trained in scientific integrity as a professor. This is something that I always try to do my best to follow and also make sure that we have conversations in the group and the department about. And I think now as part of the executive board of ETH, this is also something that I'm very excited to work on from a school-wide perspective. How can we take this codex, which is I think a very good start for putting down a basis for what all Swiss universities should follow, and figuring out the mechanisms for implementing it at ETH, training our students in it, and then implementing it if we arrive at those situations that do need
further follow-up, that we have good procedures in place. Vielen Dank. Vanessa Wood betont den Kodex als Startpunkt für Lehre und für Prozesse. Wir sind gespannt. Nun würde ich gerne von Regina Aebi hören. Wir haben ein wenig schon gehört, was in so einem Kodex drin sein könnte. Im Moment hat ihn fast niemand von euch vor Augen. Bis swissuniversities nicht auch noch zugestimmt hat, werden die Druckmaschinen nicht angelassen. Wir hoffen, dass wir bis zum 11. Mai druckfertige Exemplare haben. Aber Regina Aebi, was steht da so drin? Vielen Dank. Ja, ich denke, inhaltlich, materiell wird Ihnen sehr vieles bekannt vorkommen, denn ob schon Edwin recht gesagt hat, dass sich natürlich immer weiterentwickelt, das Verständnis von Integrität, sind viele Dinge, glaube ich, längst bei uns Forschenden angekommen. Wir haben ein bisschen damit gekämpft, wie wir diesen Kodex am besten aufbauen, und wir haben dann gemerkt, wir können nicht nur von den Verstößen her denken, und wir können aber gleichzeitig, das wäre viel zu abstrakt, nur sagen, was jetzt eben gutes Vorgehen ist, gute Forschung ist, was integre Forschung ist, und wir haben deshalb beides gemacht. Also Sie finden im Kodex zunächst einmal Grundprinzipien der wissenschaftlichen Integrität, also die Do's, wie macht man es eigentlich richtig, was wäre das Idealbild, und dann gleich anschließend quasi die Negativbeispiele, was sind denn Verstöße, Integritätsverstöße. Und schließlich haben wir eben einen Teil, ich habe das bereits früher angesprochen, zum Verfahren, wobei das dann Empfehlungen sind an die einzelnen Institutionen, wie man das idealerweise machen kann. Und wir haben dann auch einen Annex, auch darüber haben wir doch relativ lange diskutiert in der Arbeitsgruppe, wo beispielsweise auch Hinweise sind zu anderen Regelungen. Es ist ja nicht so, dass wir hier von vorne beginnen. Es gibt Rechtsregeln auch zum Datenschutz beispielsweise. Wir haben strafrechtliche Normen, die berührt sein können, und wir haben da versucht, noch eine kleine Übersicht zu machen, damit man das irgendwo auch ins Rechtssystem einordnen kann. Vielen Dank. Ed Constable, was würdest du noch sagen? Was ist besonders an diesem Kodex? Es ist im Endeffekt nicht eine Regel oder ein Reglement, sondern Empfehlungen für Best Practice. Und es betrifft alle Aspekte der wissenschaftlichen Lebens. Im Kontakt mit Kollegen, Kontakt mit Doktorierenden, Studierenden, mit Kollegen in anderen Institutionen und mit der Industrie zum Beispiel. Es ist auch, weil wir einen Kodex für die Schweiz geschrieben haben, es ist etwas, das liegt sehr oft bei der persönlichen Integrität, dass man muss selbst integer arbeiten. Und wie Regina gesagt hat, wir haben nicht im Mandat bekommen, wirklich eine ganze Liste von Do's und Don'ts zu machen, sondern wir haben stark geklärt, was nicht akzeptabel ist. Und natürlich von den nicht akzeptabel gibt es eine ganz Liste von Dingen, die man selbst nachdenken muss und in der einzigen Reglement der Hochschule berücksichtigt sein müssen. Und das ist vielleicht etwas, das wir wichtig sagen müssen, weil ich sehe in der Chat, Janet Hering hat eine Frage über Internationalität gefragt und gestellt. Die Beziehung zwischen der Hochschule, den Geldgebern und den Aufsichtsbehörden in der Schweiz außerordentlich komplex ist. Und jedes Konzept der wissenschaftlichen Integrität für die Schweiz muss die Unabhängigkeit der Hochschulen anerkennen. Und natürlich, das ist
sehr, sehr gut berücksichtigt im Kodex und auch in der Ordnungen der Hochschulen. Vielen Dank. Yves Flückiger, Sie haben mir vor dem Wochenende im Vorgespräch darauf hingewiesen, warum auch gerade in der heutigen Covid-Zeit dieser Kodex wichtig ist. Was hat ein Kodex für Integrität mit der Bevölkerung zu tun? Je crois que durant la pandémie, la communauté scientifique a montré son incroyable réactivité par rapport aux questions scientifiques qui ont été posées à l'ensemble de la communauté pour apporter des réponses à cette pandémie. Et ceci a été possible parce qu'il y a eu une science ouverte, parce qu'il y a eu un partage de données, mais aussi parce qu'il y a eu énormément d'articles qui ont été rédigés, des contributions scientifiques qui ont été amenées dans le débat politique. Et c'est clair que la population doit pouvoir faire confiance à l'ensemble de ces publications. Et de ce point de vue-là, je pense que l'éthique et l'intégrité scientifique étaient absolument centrales pour créer aussi la confiance dans le public par rapport à la science. C'est donc plus que jamais un thème extrêmement important et central pour l'ensemble de la communauté scientifique. Ja, Yves Flückiger unterstreicht, Vertrauen in die Wissenschaft ist gerade heute besonders wichtig und dieser Kodex bietet eine gute Basis. Nun darf ich Caroline Schlur bitten, wir haben immer einige Fragen ans Publikum, die ihr selber beantworten könnt. Sie wird diese Fragen aufblenden, danke vielmals, und wir kommen dann im letzten Drittel auf Ihre Antworten. Ihr könnt das selbstständig für euch ausfüllen und dann wissen wir, was ihr über den Kodex denkt. Und ich frage gerade Luciana Vaccaro, an wen wendet sich der Kodex aus Ihrer Sicht? Alors, pour moi, ça s'adresse, comme ça a été déjà dit, à toute la communauté scientifique. Donc, bien sûr, c'est le personnel d'enseignement et de recherche, c'est le personnel aussi technique, mais je suis complètement d'accord avec tous ceux qui ont dit que c'est d'abord les étudiants. C'est-à-dire que c'est la formation. Je pense qu'un code d'intégrité est fait pour protéger la science, non? La science dans le sens noble du terme, le savoir, mais c'est aussi fait pour protéger les étudiants et les jeunes doctorants qui sont un peu ceux qui risquent de perdre le plus d'une misconduct. Personnellement, j'ai vécu une ou deux expériences très difficiles d'un étudiant que j'avais accueilli d'un pays très lointain, qui avait fait certainement des grandes études, des grands sacrifices pour faire une thèse en Suisse, et puis il n'avait pas réalisé ces notions. Donc, il a été exclu de thèse, il n'était plus mon étudiant, hein, c'était mon étudiant en master. Quand j'ai pris de ses nouvelles, cette personne qui avait investi toute sa vie pour faire une thèse, en fait, sa carrière a été bousillée parce qu'il n'a pas respecté un code d'intégrité. Et ce n'est pas pour la volonté de faire mal, mais c'est surtout l'inconscience. Et donc, moi, je suis très sensible au fait que la conscience de l'intégrité scientifique protège ces jeunes carrières. Vielen Dank. Ed Constable, was würdest du hinzufügen? An wen wendet sich der Kodex? Hier kann ich ganz einfach ein Wort Antwort geben. Alle. Alle, die in der wissenschaftlichen Umwelt sich finden, alle, die mit der Entwicklung und mit der Verteilung von wissenschaftlichen Aktivitäten involviert sind. Das geht von den Universitätsleitungen bis zum die jüngste Student oder Studentin in der Hochschule. Nun möchte ich gerne von Yves Flückiger etwas genauer wissen. Haben Sie auch persönliche Erlebnisse mit wissenschaftlicher Integrität gehabt, wo Sie handeln mussten, als Professor, als Rector oder als Student? Essentiellement comme recteur, effectivement, j'ai eu un certain nombre de cas à traiter dans quasiment tous les domaines, des situations où une personne n'était pas mentionnée comme
comme auteur d'une publication à laquelle elle avait manifestement participé, des situations où les données qui avaient été utilisées pour faire des recherches n'étaient pas entièrement et publiquement fournies pour la publication de l'article, des situations malheureusement où il y a eu des comportements aussi de plagiat, avec des situations parfois compliquées, des personnes qui sont aujourd'hui à la retraite, qui ont été dénoncées par des personnes qui aujourd'hui font de plus en plus un travail aussi à l'international de détecter, parce que la science est ouverte, parce que les données sont accessibles, parce qu'on est dans un monde de l'open access, il y a vraiment beaucoup plus évidemment de capacité à détecter ces plagiats. Et vous vous trouvez dans des situations où tout à coup quelqu'un est accusé, mais il n'est plus membre de la communauté universitaire, et évidemment il est très difficile dans ces cas-là de trouver une sanction adaptée à une situation qui manifestement a existé. Donc je dirais que quand on est recteur, on doit évidemment être confronté, comme pour toutes les rectrices et autres présidents et présidentes de hautes écoles suisses, je pense qu'on a tous été confrontés à des situations où on a dû prendre des sanctions, mais ces sanctions, évidemment, elles doivent être prises parce que sans ces sanctions, le système n'est pas crédible. Et c'est la raison pour laquelle moi, j'essaye vraiment de mettre l'accent sur la prévention, sur l'information, comme Luciana l'a dit très clairement, c'est vraiment une formation qu'il faut donner très rapidement à l'ensemble de la communauté scientifique pour éviter des situations qui sont douloureuses et qui créent des images, des dégâts d'image pour l'institution. Ja, also lieber Prävention als Nachsorge, lieber keine Sanktionen und Personen, die sich richtig verhalten, sagt Yves Flückiger. Regina, Aebi, wie ist es bei Ihnen? Haben Sie auch persönliche Erlebnisse mit wissenschaftlicher Integrität gehabt? Ich denke, das haben wir alle. Ich glaube, wer sich in der Wissenschaftswelt bewegt, ist früher oder später mit diesem Thema konfrontiert. Ich merke, was mir ein ganz besonderes Anliegen auch ist, und das ist ja auch ein Thema, das jetzt eigentlich vertieft angesprochen wird im neuen Kodex, ist die Rolle von Experten und Gutachten. Denn wir sehen das immer wieder, wenn wir beispielsweise ein Berufungsverfahren haben, wenn wir Beförderungsverfahren haben oder wenn beim Nationalfonds Gutachten eingeholt werden zu Forschungsgesuchen, dann brauchen wir eigentlich natürlich den Wissenschaftler, die Wissenschaftlerin als Gutachtende, die eben besonders nahe dran ist, die möglichst viel versteht von diesem Projekt oder von diesem Kandidaten, von dieser Kandidatin. Und dort ist natürlich sofort auch die Frage der wissenschaftlichen Konkurrenz auf dem Spiel. Und ob man dann wirklich neutral begutachtet oder ob man realisiert, dass man als Doktormutter, Doktorvater vielleicht nicht in der Berufungskommission sitzen sollte, wenn es um den eigenen wissenschaftlichen Nachwuchs geht. Also diese Sensibilisierung auch von Experten in verschiedenen Rollen, die scheint mir ganz wichtig zu sein. Und das ist etwas, was ich immer wieder sehe, sowohl an der Universität wie auch beim Nationalfonds in meiner Tätigkeit als Forschungsrätin, dass hier die Sensibilität manchmal fehlt, dass man sich nicht zugesteht, doch, ich bin eigentlich befangen, ich gehe nicht neutral an diese Begutachtung heran. Und dort sehe ich ein großes Potenzial, wie man sich noch weiterentwickeln könnte. Claudia, kann ich etwas beifügen noch? Ich glaube, es ist sehr wichtig zu wissen, c'est pas toujours très simple pour un jeune doctorant ou une jeune doctorante de dénoncer par exemple une situation qui n'est pas conforme à l'intégrité scientifique de la part d'une personne qui est professeure à l'université. Et malheureusement, on a eu une situation telle que celle-ci à l'université de Genève. Peut-être qu'ailleurs, ça existe également. Mais ce n'est pas facile pour quelqu'un de prendre ce risque dans sa carrière, d'être celui ou celle qui va dénoncer. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en considération parce qu'il faut aussi protéger ces personnes qui doivent savoir qu'elles ont le devoir de dénoncer et que si elles le font, elles seront protégées. Vielen Dank. Ich bin sehr, sehr dankbar für diese Ergänzung, Herr Flückiger. Und ich wurde ja anfangs noch gefragt, was der Kodex zum Verfahren sagt. Eine Bestimmung, die nicht ganz unbestritten war, unter uns nicht und dann auch in den Vernehmlassungen nicht, ist die Frage eben, ob man auch anonyme Anzeigen erstatten kann, also Whistleblowing. Und ich denke, es gibt Situationen, wie Sie sie beschrieben haben, Herr Flückiger, wo es möglich sein müsste, dass man solche Dinge auch anonym ansprechen kann, damit der Schutz wirklich auch
vollständig gewährleistet ist. Ob dann die Institution, die verantwortlich ist dafür, das zu verfolgen, mit einem anonymen Hinweis etwas anfangen kann, ob der genügend konkret ist, ist eine andere Frage, aber man müsste mindestens die Möglichkeit haben, das zu deponieren. Vanessa Wood, Sie kommen von einer Institution, wo die Institution selber, die ETH, gesagt hat, wir wollen hinschauen, wir lassen jetzt die letzten 5 Jahre Revue passieren, haben wir die richtigen Verfahren. Natürlich dürfen Sie nicht sagen zu diesem Konglomerat, aber was haben Sie für einen Eindruck? Was wird man tun an der ETH Zürich? Oder was sollte man tun? Well, yeah, thanks for that question. So I think, I mean, we're absolutely in the process of revising our guidelines and regulations regarding scientific integrity. And part of the feedback that we hope to have from this committee, it will actually hopefully give us insights into how best to revise our regulations to bring it to be able to serve our community in the best way possible. I think in general, at an institutional level, there are a few things that we have to be always very aware of. One is what's already been mentioned about conflicts of interest. And here it's not just if something has happened where someone has acted in a conflicting manner, but I think what's also important is the perception of a conflict of interest. So in these very sometimes difficult topic areas, it's also really important just to think, could someone's participation in a process give the perception that there's a conflict, even if that person has acted in a completely fine matter with regards to procedure? Just the perception can destroy the faith and the confidence that one has in the process. I think the other things we have to be very clear about are clear and timely communication about procedures. Sometimes these investigations or discussions about scientific integrity can be extremely stressful for all the participants. And so it's really important also just from a scientific community perspective that everyone is informed in a very standard and consistent manner about it. And it's important that the procedures just be clear so people know when they're going to be informed, how they're going to be informed, who's going to be informed. So all these topics around, for example, anonymity, I think this can, whilst in some ways be seen as a protection, it can often be very dangerous because sometimes this can be used as a tool against people. So I think these are challenging conversations, but if I think about my own experiences with this topic, what I must say is I look back to my early career and the advisors and the mentors that I had. And I think it's so important to actually constantly communicate about these types of topics. For example, how does one handle conversations about authorship? This is something I learned from my mentors as I became involved in research. And I think the important message to also communicate to students, and what I was so grateful to learn at an early age, was that often these conversations around these topics are not easy, but you have to be prepared to have them. And it's okay to have difficult conversations, and actually delaying and not communicating and not having conversations is often what leads to the very problematic situations. So I think the earlier we start, just explain to people that it's about respectful communication with each other around these extremely complicated and often tricky and sometimes not so pleasant topics, that's the healthiest way going forward. Vielen Dank für diesen Beitrag, Vanessa Wood. Luciana, Vaccaro, habt ihr auch Diskussionen über Autorenschaft an Fachhochschulen? Bien sûr. Bien sûr. Disons que je pense que fondamentalement, les discussions sur l'authorship ne sont pas différentes de celles d'une université ou d'une EPF. Et je pense que c'est
comment dire, en termes de développement de carrière, c'est une des responsabilités les plus grandes que nous avons. Après ce que j'ai dit au début sur la protection de la misconduct due à une mauvaise formation, ça c'est l'autre domaine dans lequel nous avons une énorme responsabilité. Et je pense que dans une HES, c'est aussi compliqué par les relations avec l'industrie. Donc, comment dire, l'environnement rend ces débats encore plus compliqués et je dirais encore moins transparents des fois. C'est très difficile de faire comprendre aussi à un partenaire industriel quand des données doivent être transparentes, qui doit être le leader, etc. Donc ça, c'est un débat très profond. Et puis, je termine avec ça, la notion de Mittelbau, non, de corps intermédiaire dans les HES, elle est très nouvelle. Donc, l'idée que le Mittelbau, c'est quelqu'un qui doit se développer, c'est très nouveau. Jusqu'à maintenant, c'était un peu considéré comme de la main-d'œuvre. Et donc, le futur, ça passe aussi par la reconnaissance du rôle du Mittelbau et tout ce que nous, comme institution, on doit leur donner pour se développer dans leur carrière, dont l'authorship aussi. Vielen Dank. Herr Constable, wie sind deine Erlebnisse mit Integrität gewesen? Du warst ja nicht von Beginn weg einfach in einer Kommission. Oh, das ist eine gute Frage. Per Osmose und nicht wirklich geplant. Ich war, wie du gesagt hast, ich war Vizerektor Forschung und der Vizerektor Forschung ist auch für Integritätsverletzungen verantwortlich. In der Zwischenzeit habe ich verschiedene Mandate in der Schweiz im Kontext der wissenschaftlichen Integrität bekommen. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde es außerordentlich wichtig, dass erfolgreiche und etablierte Wissenschaftler sich engagieren, zu versichern, dass die künftigen Generationen von Wissenschaftlern wirklich gut vorbereitet sind, dass die Probleme, die meine Kolleginnen und Kollegen identifiziert haben, klar vorgestellt sind und dass die vorbereitet für die Probleme, die in ihrer Karriere sicher bekommen werden. Vielleicht würde ich auch gerne etwas über Whistleblowing sagen. Ich würde zurückgehen. Es gibt leider kein internationaler Konsens über Anonymreklame und Whistleblowing. Und es ist, wie alle gesagt haben, außerordentlich schwierig, die Anonymität zu versichern und gleichzeitig transparent Kommunikation mit allen betroffenen Personen zu behalten. Ich glaube, dass niemand weltweit wirklich ein robust und sauberes System gefunden hat. Mhm. Ja, also haben wir auch für die nächsten 10 Jahre etwas zum Weiterüberlegen. Es kann ja nicht sein, dass schon alles gelöst wurde. Vanessa, Claudia, pardon. Je voulais dire une chose par rapport à ce que vient de dire Ed sur le whistleblowing et l'anonymité ou pas. Moi, je pense que ça dépend aussi beaucoup de la culture du pays et une culture, je veux dire, au sens large. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des cultures, je pense que la nôtre, comment dire, judaïco-chrétienne, elle est très marquée par les tabous. Et la dénonciation, c'est une forme de tabou. La dénonciation des abus, c'est une forme de tabou. Et ce qu'a dit Yves tout à l'heure, c'est aussi ça. C'est très difficile de dénoncer le pouvoir constitué, fondamentalement. Donc, je pense que cette question du whistleblowing dans notre culture, où la protection en général de la personne qui a subi un tort, elle est assez faible.
nous, on doit être prêts pendant quelques années à donner une protection renforcée. Je pense qu'il y a des cultures qui me semblent comme celle nord-américaine dans laquelle vient Madame Wood, dans laquelle la personne qui dénonce est beaucoup plus fortement protégée dans la communauté. Et on l'a vu dans les cas comment dire, dans tous les cas MeToo, etc. Et je pense que donc il n'y a pas de bonne solution parce que la solution s'adapte à un contexte culturel qui est spécifique. Aujourd'hui, je me permets de le dire, pour moi je plaide pour une forme de couverture et de protection totale de ceux qui dénoncent, vu que la dénonciation est très difficile. Voilà, je m'arrête. Vanessa Wood, ist Ihnen das auch aufgefallen, als Sie in die Schweiz gekommen sind, dass quasi der Anzeigende oder die Anzeigende weniger gut geschützt sind als mögliche Verursacherinnen oder Verursacher? So I think there's absolutely cultural differences that one has to understand, you know, between the US or North America and Europe. However, I think what we need to strive for is, I think what we're talking about is also retribution. And of course, and the way the North American system handles that predominantly is by really separating it as a separate case. So retribution can itself be an offense, right? And I think this is made very clear then during procedures, and this is the importance of having procedures that says, look, to the accuser, you can't maintain anonymity, but you will be protected, and any retribution will then be yet another case. And I personally think this is a healthier way of handling it, simply because it allows the parties to hopefully come to actually a positive resolution. I think when anonymity is maintained, sometimes it can be more damaging to the accuser's career because there's no attempt at a resolution between those two people. And sometimes there absolutely can be really fantastic, you know, out of a difficult situation, there can actually be a learning opportunity for the person in power, as well as the say person in less power who comes and makes the accusation. It can actually be a transformative experience and an empowering experience for the person in less power, and a learning experience for the person in power. And I think we as institutions have a responsibility to absolutely protect accusers against retribution, but we shouldn't use that as a reason not to say, look, if you believe in what you're saying and you have the facts behind you, we will protect you in an absolute way. And I think the scientific community, the general community, is becoming more aware of these facts. And I think the scientific community internationally will stand up and not allow people's careers to be destroyed. And I think that's the confidence we have to give the younger generation. Ed Constable, kannst du dem zustimmen, dass man quasi den Anklagenden, die Anklagende schützt, aber gleichzeitig eine gewisse Transparenz herstellt, damit man sich besser finden kann? Was sind deine Erfahrungen? Das wäre den Traum. Das ist, was man versuchen zu erreichen muss. Aber in der Tat, es ist manchmal außerordentlich schwierig, die verschiedenen Interessen der betroffenen Personen wirklich zu schützen. Es wäre viel, viel einfacher, wenn Menschen nicht involviert wären, weil endlich in solchen Fällen haben wir Menschen, die oft miteinander einfach nicht reden und nicht konstruktiv diskutieren können. Und wenn das der Fall ist, kann man alle möglichen Interventionen machen ohne Erfolg.
Aber es ist auch ganz klar, was man erreichen soll. Aber in der Realität muss man oft Kompromisslösungen finden. Vielen Dank. Dann möchte ich gerne von Luciana Vaccaro hören, wie wirkt sich dieser Diskurs über Nachwuchs und Gender auf Forschung und auf die Wahrnehmung von Integrität aus? Also ist das ein Dreieck? Hängt das zusammen oder sind das isolierte Entwicklungen? Gender, Nachwuchs, Forschung, Integrität. Alors, je pense que j'ai déjà fait le lien entre Nachwuchs et Forschung Integrität. Hein. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment, comment dire, une pierre angulaire dans cette dimension. La question du genre, elle est un peu plus complexe. Je pense que ça dépend beaucoup du milieu dans lequel on travaille. Un milieu très paternaliste a tendance à diminuer le rôle des femmes et donc de leur donner des profils secondaires et des tâches secondaires dans une recherche apparemment. Mais je dirais que ce n'est pas une généralité qu'on peut faire. Hein. En revanche, je pense que l'intégrité scientifique, je peux le dire, je peux le dire parce que moi je suis italienne, c'est un monde était un monde particulièrement paternaliste. Et je pense que l'intégrité scientifique lutte contre ce paternalisme et contre le fait que les seniors ont toujours raison et qu'ils ont toujours le leadership, etc. Je pense que l'intégrité scientifique permet de reconnaître chacun à sa juste valeur. Et je pense que Edwin, au début, a dit c'est une histoire de personne. D'abord, l'intégrité scientifique, c'est une histoire de personne. Donc, ici, l'intégrité scientifique nous permet de reconnaître chacune et chacun indépendamment de sa seniorité. Et dans ce sens, c'est aussi un instrument de protection, disons, de développement de carrières féminines dans les milieux, ils sont plutôt rares. Vielen Dank, Regina Aebi-Müller. Wo sehen Sie die Anknüpfungspunkte zum wissenschaftlichen Nachwuchs im Kodex? Ich glaube, ein wichtiger Punkt hängt dort an, wo ich bereits vorhin über eben diese Seniorität oder Expertenwissen, was ich dort gesagt habe. Ich denke, hat sich sehr, sehr viel entwickelt in den vergangenen Jahrzehnten. Oder während früher schon nur die Tatsache, dass man Lehrstuhlinhaber ist, dass man Laborleiter ist, dazu berechtigt hat, Autor zu sein, wird heute viel mehr und eben auch in unserem neuen Kodex Wert darauf gelegt, dass man inhaltlich mitarbeitet. Und ich denke, hier haben wir eine ganz starke Tendenz, eben auch die Leistungen des Nachwuchses entsprechend auch auszuzeichnen, indem man nicht nur eben, weil man eine gewisse Seniorität hat, auch Autor ist oder an erster Stelle die Autorschaft für sich beanspruchen kann. Ich denke generell eben die ganzen Fragen der Autorschaft oder eben auch Integrität im Sinne von Ideendiebstahl, wenn man diese Integritätsforderungen, die der Kodex stellt, einhält, dann wirkt sich das tendenziell ganz stark auch zugunsten des wissenschaftlichen Nachwuchses aus, Frauen und Männer gleichermaßen. Und ich denke, was auch ein ganz wichtiger Aspekt ist, der vielleicht noch gar nicht so groß jetzt zur Sprache gekommen ist, ist die Frage der Diversität, dass man auch bereit ist, eben mit Respekt ganz neue, ganz andere Ideen zu integrieren, dass man nicht festgefahren bleibt auf eine bestimmte Methodik, auf bestimmte Zugänge zur Wissenschaft. Und ich denke, wenn wir den Kodex ernst nehmen, dann müssen wir auch mehr Diversität in der Wissenschaft zulassen. Und ich glaube, das ist ein großer Fortschritt. Das ist ein wunderschönes Zitat. Vielen Dank, Regina Aebi-Müller. Dann haben wir vorhin schon von Luciana Vaccaro gehört, der Kodex ist auch wichtig zu den Beziehungen zur Wirtschaft. Ich glaube, am meisten Beziehungen zur Wirtschaft hat neben den Fachhochschulen auch die ETH. Vanessa Wood, warum ist ein Kodex wichtig für die Beziehung zur Wirtschaft?
I think it, it brings to light many important topics that one has to keep in mind when one is putting together, for example, a collaborative research agreement or a sponsored professorship. I think what the Codex underlines and underscores in a very nice way is that importance of disclosing potential conflicts of interest, biases that would impede sort of a full disclosure of the science. And I think this is something one always has to keep in mind. I think a lot of journals are also becoming much better at asking authors to disclose potential conflicts. For example, if they hold, if their research is going into a startup company that they also are involved in, by disclosing funding sources. This is also a way to do this. And I think this is an important conversation to include students in, as we've discussed. Again, it's about, it starts with, we explain at ETH, we involve students in our hiring committees. We involved doctoral students in our hiring committees. These sorts of discussions about how do we make a composition of our hiring committee when it is an industrial sponsored professorship. This is really important also to convey to the next generation. If it's about, for example, I think there are many groups at ETH are exploring before they accept research funding from a company, that actually the research group gets to decide, these are the activities this company is involved in. Do we want to take part in this? What are the potential end uses of our research? I think they're more and more, this kind of looking at science in a larger societal context. The ethics of the science we do is very important, and so this is things that we're also trying to enforce at ETH, and well, enforce this culture of discussion by, for instance, hiring professors who have expertise in medical ethics or ethics of artificial intelligence, and embed them in centers where they interact then with the scientists developing the technology. So I think these are all aspects of scientific integrity and that link to industry that we have to keep in mind. Vielen Dank für diese konkreten Hinweise. Yves Flückiger, wie ist es in Genf? Sie sind im Arc Lémanique, wo es sehr viele Beziehungen gibt, auch zur Privatwirtschaft. Je crois que la relation avec le monde privé, avec les entreprises, est évidemment extrêmement important. Et de ce point de vue-là, je pense que le Codex apporte une contribution importante parce qu'il apporte aussi une cohérence d'ensemble. Et je crois que c'est un élément qui est une contribution fondamentale du Codex. C'est que d'une manière ou d'une autre, on va rendre les procédures cohérentes au niveau de toutes les hautes écoles suisses. Et je crois qu'on en a besoin parce que ça permet effectivement de clarifier les relations aussi avec le monde privé, avec les entreprises, avec les donations, avec les fondations. Et ça, je crois qu'on en a vraiment besoin au niveau de l'ensemble des hautes écoles. Je crois que c'est aussi une procédure qui est très claire, qui est ainsi définie dans le Codex. Et cette clarté de la procédure, elle va créer, je pense, de la confiance et surtout de l'équité. Et cette équité, elle est vraiment fondamentale par rapport aux carrières des jeunes, aux jeunes carrières, mais aussi aux carrières féminines. Quand on crée de l'équité, on travaille aussi dans le domaine de l'égalité entre les genres. Et donc, c'est un document extrêmement important que je salue en tant que recteur de l'Université de Genève, mais aussi en tant que président de swissuniversities. Donc, merci à toutes et à tous qui ont travaillé pour ce document important. Ja, Luciana, Vaccaro, für Fachhochschulen, die viele angewandte Forschung betreiben, ist die Wirtschaft oft ein Labor, wo man dann testen kann, was man gelernt hat. Warum sind die Klärung der Wirtschaftsbeziehungen für die Fachhochschulen wichtig? Moi, je voulais dire deux choses. Un pour les Fachhochschulen, mais une chose pour tout le monde. C'est-à-dire que nous sortons de cette crise Covid. C'est une crise qui va demander des efforts économiques très importants. Et je pense que ce pacte, disons, l'intégrité scientifique, être des partenaires fiables pour la société, c'est fondamental pour maintenir cette confiance entre nous et la société, pour pouvoir dire, mais tout cet argent que la Suisse dépense dans nos institutions, on le mérite. Ça, pour moi, c'est fondamental, c'est à la base d'un pacte. Maintenant, pour ce qui concerne la science, les relations avec
la communauté économique. Je dirais que la question, elle n'est pas très différente. C'est-à-dire que nous, comme partenaires scientifiques dans le monde économique, on doit aussi être capable, dans un cadre d'intégrité globale, de dire ça je fais pas. Cette question, c'est une bonne réponse. Cette question, c'est une mauvaise réponse. Moi, je me souviens de ce cas dramatique en Suède. Professeur, je pense, Morgantini s'appelait. Je veux dire, c'est quelque chose qui a détruit une université pendant un certain temps parce que voilà, il faisait des opérations, il disait que mettait des chauffages artificiels, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, je dirais que contribuer à, par exemple, à faire un produit qui est dommageable pour le public, mais ça engage notre responsabilité. Et nous, on doit être à tout le moment, être capable d'engager notre responsabilité, de dire non et de dire stop. Donc, je pense que la question de l'intégrité se pose tant pour les relations avec le public, mais que pour les relations avec le privé. Vielen Dank. Das ist ein klares Votum. Nun würden wir gerne schauen, was das Publikum gewotet hat. Caroline, kannst du uns schnell zeigen? Ja, also immerhin 12% haben gefunden, es sei korrekt, wenn ein Professor bei jeder Publikation als Autor gilt. 88% sind auf der Linie des Kodexes. Dann haben 100% waren der Meinung, dass die wissenschaftliche Community angesprochen ist und nicht nur Gerichtsbehörden oder Universitätsleitungen. Und dann haben wir gefragt, wie gelingt es, dass wir das Ganze in die Tat überführen. Und Module für Forschungsmethodik und neue Anreizsysteme für Karriere in der Forschung, das sind die wichtigsten Punkte. Bewertungsmechanismen für Betreuerinnen von Doktoraten möchten am wenigsten Leute einführen und an einem Tag für wissenschaftliche Integrität sind doch immerhin 10% interessiert. Und ja, 83% sind mit unseren Expertinnen und Experten auf dem Panel einverstanden, dass man sich nicht an der Auswahl beteiligen sollte, wenn man einen Lehrstuhl stiftet als Wirtschaftspartner. Ja, das ist doch sehr interessant. Unser Publikum hat ein sehr hohes, eine hohe Affinität zu diesen Fragen und es scheint, auch wenn der Kodex noch nicht öffentlich ist, dass sie ihn schon ein wenig verinnerlicht haben. Und so komme ich quasi zu der letzten Runde. Was machen wir nun, wenn am 11. Mai dieser Kodex publiziert wird? Was machen die beteiligten Institutionen? Ich fange an bei Constable. Was machen wir? Ganz kurz in einem Satz, wir sind schon fast am Ende unseres Podiums. Was machen wir am 11. Mai? Wir müssen alle Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen in der Schweiz sensibilisieren, dass die selbst integer arbeiten sollen. Wunderbar. Was macht swissuniversities, Yves Flückiger? Tout d'abord, on diffuse, comme Edwin l'a dit, on le diffuse auprès de toute la communauté, puis ensuite on s'assure, chaque institution, que l'on est conforme aux bonnes pratiques qui ont été mises en évidence dans le Codex. Je crois que c'est le cas, mais peut-être il faut encore le faire plus systématiquement. Ja, ich war Gast beim Plenum von swissuniversities und aus dem Plenum kam die Stimme, lasst uns dann überprüfen, dass wir das alle implementiert haben. Eine Stimme eines Rektors, wow. Vanessa Wood, was machen Sie? Well, as I mentioned, ETH is currently underway on using the draft of the codex we have as a basis to start a revision process of our regulations. And then like any changes to ETH regulations, this will go through a consultation process where all bodies of the university, departments, student organizations, the university assembly are consulted. And I think the aim is to have a new revised set of regulations in 2022. I think though what we all can always learn from these discussions is that it's really important to build in
regular times to revisit what we've put in as regulations and make sure, are they working, what's not working, what needs to be changed to make the procedures that are based on this ground principle of this code of conduct, what is needed to actually effectively execute it. That's the goal. Luciana, Vaccaro, was machen Sie? Ben, je vais faire ce qu'a dit mon président, c'est-à-dire qu'il faut le mettre en œuvre. Je pense qu'il y aura la partie de régulation, mais je pense qu'on va aussi beaucoup axer, comme ça a été dit, sur la formation. La formation de tout le monde, des jeunes, des seniors, je pense que c'est la première étape. Avant de, comment dire, avoir quelque chose, il faut qu'on incarne tous ce concept de l'intégrité scientifique d'une manière uniforme. Voilà. Vielen Dank. Regina, Aebi, was machen Sie? Ich denke, was ganz, ganz wichtig ist, dass wir alle, und ich meine jetzt wirklich alle, wir haben sehr viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer an diesem Podium, immer wieder die Diskussion suchen darüber. Es kann sein, dass wenn Sie dann den Kodex zum ersten Mal in den Händen halten, dass Sie denken, ja nein, das hätte man anders formulieren müssen, das müsste strikter sein oder da bin ich gar nicht einverstanden. Aber wenn wir darüber ins Gespräch kommen und uns bewusst sind, dass uns das alle betrifft, dann glaube ich, ist das wichtigste Ziel letztlich des Kodex erreicht. Vielen, vielen Dank. Ja, und die Akademien der Wissenschaften Schweiz denken daran, dieser Kommission ein neues Mandat zu geben, um es etwas zu verlängern, das sich damit befasst, wie führen wir diesen Kodex ein, was können wir an Unterstützung leisten bei der Einführung. Also ihr werdet noch etwas von uns hören, spätestens am 11. Mai bei der Publikation auf Deutsch, Französisch, Englisch und Italienisch. Und dann im Herbst wird sich die Kommission nochmal melden. Vielen Dank. Ich möchte an dieser Stelle nochmal ganz herzlich danken euch, dem Publikum, das uns durch diese Corona-Krise so eifrig im Homeoffice begleitet. Aber auch ganz, ganz herzlichen Dank der Kommission für wissenschaftliche Integrität, die wirklich im Milizprinzip völlig freiwillig und auf private Zeit oder auf die Zeit ihrer Hochschule mitgearbeitet haben, diese 2,5 Jahre. Und auch den Geschäftsstellen von Swissuniversities, innosuisse, Nationalfonds und Akademien der Wissenschaften Schweiz. Karin, du kannst vielleicht schnell winken und wer sonst noch da ist von diesen Geschäftsstellen. Karin Spicher hat diese Arbeiten koordiniert. Noemi Eklin von Swissuniversities ist auch da. Sie hat ganz wichtige Inputs gegeben. Ohne diese gute Zusammenarbeit hätten wir es nie geschafft. Lasst uns weiter zusammenarbeiten. Ich wünsche euch einen schönen Nachmittag. Vielen Dank. Vielen Dank. Wiedersehen. Arrivederci. Arrivederci.